Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns den Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO G2 an, also die neue Generation des bekannten ATEM Mini Extreme ISO. Wir gehen technisch ins Detail und schauen uns die Anschlüsse und neuen Features an. Dabei vergleichen wir ganz konkret, was sich gegenüber dem Vorgängermodell eigentlich geändert hat. Der ATEM Mini Extreme ISO G2 ist ein HDMI-basierter Live-Produktionsmischer für professionelle Multikamera-Setups im HD-Bereich. Er ist das Flaggschiff der ATEM Mini-Serie, das bedeutet, er ist immer noch sehr kompakt, aber liefert trotz dem kleinen Formfaktor viele Anschlüsse und nützliche Funktionen, die wir uns in diesem Video etwas genauer anschauen. Seine typischen Einsatzgebiete sind zum Beispiel Livestreams, Talk- und Podcast-Formate, Events und kleine Studios mit Postproduktions-Workflow. Im Vergleich zum bisherigen Extreme ISO zielt die G2-Version klar auf mehr I/O-Funktionalität, mehr Audio-Integration und bessere Netzwerk-Workflows. Alle altbewährten Features des Vorgängermodells, wie zum Beispiel die 8 HDMI-Inputs, eingebaute Streaming-Engine, Multiview, USB-C Webcam, DVE, Supersource, Chroma Key, Media Player und ISO-Aufzeichnung, sind bei dem neuen Modell natürlich auch enthalten. Die dazugehörige Software ATEM Software Control und ATEM Setup ist wie immer kostenlos erhältlich. Aber bevor wir einen Deep Dive in die technischen Details machen, atmen wir erstmal tief durch und schauen uns die wichtigsten Features in einer kurzen Zusammenfassung an. Was sofort auffällt, ist das neue Design des Mischers. Blackmagic hat den ATEM Mini-Nutzern zugehört und hochwertigere Knöpfe und Regler verbaut im Vergleich zur Vorgängerversion. Diese Tasten sind auch bei den größeren Mischern wie zum Beispiel den ATEM Advanced Panel verbaut. Wer täglich mehrere Stunden in der Videoregie arbeitet, der weiß, warum hochwertige Tasten so wichtig sind. Über das neue Design haben sich wirklich viele ATEM-Nutzer gefreut und es ist schön zu sehen, dass Blackmagic Design das Feedback ihrer Kunden wichtig ist. Auf dem Panel sieht man die Tasten für die Ziffern 1 bis 10. Das sind 2 Tasten mehr als bei den anderen Modellen. Alle 10 Tasten sind konfigurierbar mit Quellen nach Wahl. Außerdem wurde ein neuer Fader für Überblendung mit visuellem Feedback integriert. So machen langsame Fades noch mehr Spaß und man kann die Geschwindigkeit noch genauer steuern. Neu dazugekommen sind auch noch Tasten für Makros, um 6 verschiedene Sequenzen zu programmieren und ablaufen zu lassen, sowie Tasten für Replay-Funktionalität, also um professionelle Rückblenden inklusive Grafiken abzuspielen. Außerdem gibt es neue Tasten und Regler für Audioeinstellungen sowie Tasten für Kamerasteuerung und HDMI-Ausgangszuweisung. Darauf gehe ich aber später noch im Detail ein. Rechts vom Fader finden sich die Tasten für Upstream und Downstream Keys, sowie für Recording- und Streaming-Funktionen. Die Fade-to-Black-Taste wurde jetzt mit 2 kleinen Barrieren versehen, um ein versehentliches Drücken der Taste zu vermeiden. Das ist eine minimale, aber hilfreiche Verbesserung des Designs, die ebenfalls von den größeren Videomischern übernommen wurde. Der dedizierte Preview-Button ermöglicht die Auswahl der nächsten Quelle und signalisiert diese in grün. Man kann entweder die Taste halten und dabei die Quelle auswählen oder mit einem Doppelklick auf die Preview-Taste die Funktion permanent angeschaltet lassen. Diese Funktion macht es sehr einfach, eine hybride Art des Mischens von Videoquellen durchzuführen, bei der man manchmal direkt schneidet und manchmal die Preview-Taste verwendet. Das ist wirklich sehr einfach und intuitiv zu bedienen, wenn man den Dreh erstmal raus hat. Am Ende des Videos zeige ich euch übrigens noch mein absolutes Highlight-Feature, und zwar die Kamerasteuerung. Also bleibt dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Schauen wir uns jetzt die Videoanschlüsse an, die für Eingangssignale gedacht sind. Das sind 8 HDMI-Eingänge bis 1080p60 mit automatischer Formatkonvertierung pro Eingang. Damit lassen sich Kameras, Rechner oder Präsentationsquellen problemlos mischen. Neu und wichtig bei der G2-Version sind allerdings die HDMI-Ausgänge. Der Mischer hat jetzt 3 unabhängig konfigurierbare HDMI-Ausgänge. Diese kann man in der Software frei belegen, zum Beispiel mit Program Out, Multiview oder CleanFeed. Am Mischer kann man mit Hilfe der Out 1 Source oder Out 2 Source Tasten eine gewünschte Quelle anwählen und diese Output 1 oder Output 2 zuordnen. Es ergibt meiner Meinung nach Sinn, den Program Out auf Output 3 zu belassen, da man nur auf den Output 1 und 2 Quellen und Multiview zuordnen kann. Beim Vorgängermodell waren es nur 2 HDMI-Ausgänge, was im Studio- oder Eventbetrieb durchaus herausfordernd war.
Daher sind wir, denke ich, alle sehr glücklich über den dritten HDMI-Out. Neben den HDMI-Videoanschlüssen hat der Mischer außerdem einen USB-C Webcam-Out und einen Thunderbolt-Anschluss. Der USB-C Webcam-Out kann genutzt werden, um den Mischer als Webcam-Quelle für einen PC zu verwenden. So kann man den Program-Out über einen Rechner direkt an eine gewünschte Streaming-Software wie YouTube, Twitch, Zoom, Facebook Live oder Microsoft Teams streamen. Der Thunderbolt-Anschluss ist bidirektional, das bedeutet, man kann ihn für Aufzeichnung und Wiedergabe verwenden. Das ist perfekt für Replay-Funktionalität aus DaVinci Resolve. Über den Thunderbolt-Anschluss kann man zum Beispiel Multiview ausspielen und auch Key-and-Fill-Signale über DaVinci Resolve an den ATEM-Mischer geben. Dieses Feature ist perfekt, um Replays abzuspielen, ohne dazu weitere Video-Inputs zu blockieren. Für die Replay-Funktion gibt es auf dem Mischer auch noch dedizierte Buttons namens Cue, Run und Dump, um Replays vorzubereiten und zu starten und zu stoppen. Man kann die Replay-Funktion auch nutzen, um Stinger und Live-Grafiken einzuspielen und auszublenden. Oder man zeichnet zum Beispiel den Livestream in Echtzeit in DaVinci Resolve auf, um bereits während der Produktion einen Highlight-Schnitt zu erstellen. Die Möglichkeiten sind mehr oder weniger unbegrenzt. Dieses Feature ist also nicht nur für Sportveranstaltungen passend, sondern zum Beispiel auch für Konzerte oder andere Events, bei denen man direkt nach der Produktion Highlight-Schnitte haben möchte, um diese zum Beispiel für Social Media zu verwenden. Auch im Audiobereich haben wir deutliche Unterschiede zu den Vorgängermodellen. Der Mischer hat zwei XLR-Combo-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung. Diese kann man in der Software ein- und ausschalten. Dazu ein MADI-Eingang über einen BNC-Stecker mit bis zu 16 digitalen Audiokanälen. Perfekt, um zum Beispiel Audiomischer oder einen ATEM-Microphone-Converter anzuschließen. Dadurch kann man die Audiokanäle als einzelne Audiospuren gemeinsam mit den ISO-Videodateien aufzeichnen. Das ist ein sehr mächtiges Feature für einen Mischer dieser Größe. Weiterhin bietet er HDMI Embedded Audio auf allen Eingängen, die Fairlight Audio Engine mit EQ, Kompressor, Gate, Limiter und viele mehr. Zum Abhören hat der Mischer einen Kopfhörerausgang mit großem Klinkenanschluss. Audiotechnisch bleiben also keine Wünsche offen. Neben den neuen Audio-Hardware-Inputs bekommt man auch eine komplett neue Softwareoberfläche für die Audioeinstellung geboten. Mit den Tasten Out 1 und Out 2 Audio kann man das Fairlight Audio Interface einem HDMI-Ausgang zuordnen und so noch schneller direkt vom Mischer auf die Audioeinstellungen zugreifen. Diese können wir so nach Bedarf anpassen, ohne die Software am PC öffnen zu müssen. Je nachdem, in welchem Menü ich mich befinde, haben die Drehregler eine andere Funktion. Von links nach rechts steuern sie unterschiedliche Funktionen im Fairlight Audio Interface. Wenn ich zum Beispiel EQ drücke, kann ich mit allen Reglern am Mischer schnell und präzise auf alle Funktionen zugreifen. Das gleiche gilt für den Kompressor, Limiter, Noise Gates, Panning und vieles mehr. Das ist ein wirklicher Gamechanger im Vergleich zu allen anderen ATEM Mini Modellen. Blackmagic Design hat hart daran gearbeitet, die Audiofunktion zu optimieren und wir sind von der Umsetzung mehr als begeistert. Auch der G2 beherrscht natürlich ISO-Recording. Das bedeutet, er zeichnet alle 8 HDMI-Quellen mit dem Programmsignal separat auf und generiert automatisch eine DaVinci Resolve Projektdatei. In der Produktion verwendete Bilder aus der Mediathek werden ebenfalls gespeichert. Die Dateien enthalten Metadaten-Tags, beispielsweise für synchronisierten Timecode. Damit ist ein Neuschnitt der Sendung nach der Produktion mit neuen Gradings, Effekten und Grafiken sehr einfach und praktisch möglich. Selbst die Audioquellen werden mit aufgezeichnet, sodass man auch den Ton bei Bedarf professionell neu abmischen kann. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger liegt auch im Speicher- und Datenhandling. Neu beim G2 ist neben dem USB-C Recording der CF Express Type-B Slot und der 10 Gigabit Ethernet Port für schnelles Recording auf ein NAS. Alle anderen ATEM Mini Modelle sind hier deutlich eingeschränkter, da sie primär für USB-C Recording ausgelegt sind. Auch im Netzwerkbereich wurde ordentlich nachgelegt. Neben dem 1G Ethernet Port hat der Mischer einen weiteren 10G Port bekommen. Bei allen anderen ATEM Mini Modellen ist man auf 1G Ethernet beschränkt. Wer ISO-Workflows mit mehreren Signalen umsetzen will und schnellen Datentransfer braucht, der ist hier einfach auf die 10G Ethernet Kapazität angewiesen. Ein cooles Feature verbirgt sich hinter der Cam-Taste. Wenn man diese drückt, kann man Kameraeinstellungen von angeschlossenen Blackmagic Design Kameras ändern, wie zum Beispiel Blende, Gain, Farbanpassung und bei kompatiblen Objektiven sogar Zoom und Fokus.
In Kombination mit einer Blackmagic Design Pocket Cinema Camera oder einer Studio Camera kann man so zum Beispiel ein HDMI-Mehrkamera-Setup umsetzen, bei dem man die Kameras direkt vom Mischer aus einstellen kann. Das ist sehr praktisch, wenn man mit wenigen oder sogar nur mit einer Person ein Mehrkamera-Setup aus der Regie bedienen möchte. Was bringt die G2-Generation konkret? Mehr Videoausgänge und deutlich professionellere Audioanschlüsse wie XLR und MADI. Auch die neue Fairlight Audio Interface Darstellung ist ein wirkliches Power-Tool. Außerdem hat man jetzt ein Thunderbolt und CF Express Port sowie einen 10G Netzwerkanschluss. Zusätzlich dazu bietet er mehr Einstellungsmöglichkeiten direkt vom Mischer aus und sogar Replay-Funktionalität mit dedizierten Tasten. Der G2 ist damit kein kleines Streaming-Upgrade, sondern ein klarer Schritt in Richtung Broadcast- und Studio-Infrastruktur. Der ATEM Mini Extreme ISO G2 ist das neue Powerhouse der ATEM Mini Produktreihe. Wenn ihr bereits mit den ATEM Mini arbeitet und mehr Audioanschlüsse braucht, euch noch hochwertigere Tasten wünscht und mehr Einstellungsmöglichkeiten wollt, dann ist der ATEM Mini Extreme ISO G2 ein massives Upgrade gegenüber dem Vorgänger und allen kleineren ATEM Mini Varianten. Wenn euch der Deep Dive geholfen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren und schreibt in die Kommentare, ob ihr vom alten Extreme ISO upgraden würdet. Bis zum nächsten Video.